Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nachdem der Januar ja nicht besonders produktiv war, was Figuren nebenher anmalen betraf, war der Februar umso besser. Das Schwergewicht lag diesmal bei Orks jeglicher Art, wie ihr hier schon sehen könnt. Die Modelle waren bis auf den Morannon-Ork Teil einer Sammlung, die ich ja immer wieder für Umbauten herangezogen habe oder Schritt für Schritt neu bemale. Geändert wurde an den Modellen hier großartig nichts, denn die bilden das Fußvolk. Nur der Speerträger der normalen Orks mit dem spitzen Helm, ich nenne den immer gern die Ratte, der hat einen Schild bekommen, weil die Einheit, der er sich anschließen wird, eben mit Schilden ausgestattet ist, und da sieht es schöner aus, wenn die komplette Front Schilde hat. Weiter geht es mit zwei nicht wirklich umgebauten Orks. Die Körper und Arme sind von Northstar Miniatures, die Köpfe von Warlord Games. Eigentlich sind das Dämonen für Frostgrave, aber mit den Orkköpfen geben sie gute Uruks oder, wenn man in der alten Welt mit 28 mm Realscale spielt, gute Schwarzorks ab. Außerdem benutze ich sie als Truppführer für Warlords of Erevan, denn dort werden im Nahkampf die Treffer verteilt und der Truppführer sollte da irgendwie erkenntlich sein. Da macht sich so ein großer bulliger Ork zwischen einer ganzen Menge kleinerer Orks sehr gut. Als nächstes geht es mit einer Truppe Wagreiter weiter. Die habe ich aus Morannon-Orks und Düsterwagreitern gebaut. Die Beine der Wagreiter wurden dafür größtenteils entfernt und anschließend die gepanzerten Oberkörper auf die Waage gesetzt. Mit diesen 4 Reitern sind meine Wagreiter dann auf 10 Mann angewachsen, was mir für Warlords of Erevan 2 Trupps beschert, die auch schon ihren ersten Einsatz hinter sich haben. Der Spielbericht wird gerade geschnitten, es kann noch ein bisschen dauern, bis der kommt, aber da sind die auf jeden Fall dabei. Von den 2 Sets, die ich mir gekauft habe, sind jetzt noch 2 Modelle übrig und die sind auch noch komplett so, wie sie sind im Gussrahmen. Ich habe im Augenblick auch keine Lust, mich mit den Modellen zu beschäftigen, aber Pläne für neue Orks habe ich bereits im Kopf. Den Mächten der Dunkelheit muss man natürlich auch Kämpfer für das Gute entgegenstellen. Das geschieht hier in Form dieses Slayers. Auch wenn der aussieht wie von Games Workshop, stammt er aus dem Drucker und gehört zu einem Set von 5 Modellen. Die sind auch alle schon gedruckt und in verschiedenen Stadien der Bemalung, aber keiner ist fertig geworden, außer dem einen hier. Für meine Zwerge habe ich Slayer schon vor ein paar Jahren bemalt, allerdings waren das nicht besonders viele und jetzt arbeite ich mich nach und nach durch den Rückstand. Diesen Monat habe ich dann auch ein bisschen Verschönerung für das Schlachtfeld in Angriff genommen und diese Fässer angemalt. Die stammen von Reconquer Design und kommen aus dem Drucker. Die Einsatzmöglichkeiten sind für die Fässer im Grunde genommen unbegrenzt. Fantasy, historisch, bis hin zu Science Fiction würde ich sie vielleicht nicht unbedingt benutzen, aber kann man auch irgendwo hinstellen, fällt glaube ich auch nicht so auf. Die Fässer hier sind für eine Taverne bzw. ein Tavernenzelt geplant. Wirt, Wirtin und Schankmaid sind bereits bemalt, jetzt kommt eben noch die Ausstattung dazu. So viel also zu den Nebenprojekten für Februar. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt. Und bis bald in meiner Schmiede.